5, 4, 3, 2, 1. Ja, hallo liebe Leute, herzlich willkommen bei diesem Livestream hier. Nach einer kleineren Pause möchte ich da mal wieder loslegen, und zwar diesmal ein Livestream mit KiCad. Ich hoffe, euch gefällt das Ganze. Und wie gesagt, wir haben hier so 30 Sekunden Verzögerung mindestens zwischen meiner Stimme und dann, wann es bei euch ankommt, und meine Grafik. Also äh, deshalb kann ich nicht, wenn ihr Fragen stellt, nicht so super direkt antworten. Wenn ich antworte, dann über die Stimme, weil ich kann nicht gleichzeitig hier tippen. Das geht im Moment nicht. Okay, dann fangen wir an. Ich habe hier FreeCAD, ich habe hier KiCad offen, und zwar da haben wir einmal hier die Projektdatei und dann haben wir einen Schaltplan dazu. Da ist jetzt noch nichts drin, außer wie das heißt. Und dann haben wir hier das Layout, und da habe ich eine Grafik reingelegt, die ich benötige, um die grafischen Elemente des Herzens vernünftig zu platzieren. Und ich würde sagen, fangen wir an mit der Konstruktion des Herzens. Das Herz, das benötigt einen Atmel-Chip, wie soll es auch anders sein. Den fügen wir hier ein, indem wir hier einfach Taste A drücken. Ich mache mal die Tastenbefehle oben noch an. Und dann kann man hier einfach eintippen Atmega 16. Und dann findet man schon den 1616p. Das ist der, den ich immer genommen habe, den ich, wenn ich ihn das mal bauen möchte, auch wirklich ohne Ende zur Verfügung habe. Also 3, 4 Stück habe ich davon bestimmt noch in der Grabbelkiste rumfliegen. Machen wir mal schön mittig hier. So, noch ein bisschen weiter hier rüber. So, dann machen wir noch die Zusatzteile, was wir brauchen. Wir brauchen auch noch einen ISP-Anschluss. Und dann nehmen wir hier den 2x3 mm vertikal, ja genau, der ist richtig. So, den packen wir wegen mir einmal hier hin. Und dann brauchen wir noch einen Spannungsanschluss. Das bewege ich erstmal ein bisschen. Das machen wir mal dahin. So, Spannung, da machen wir nochmal ein A. Und dann müssen wir hier was über Connectors suchen. Und da muss ich mir mal raussuchen, was wir da nehmen. Konnektor. Ach, einmal reicht doch. Einmal 3 und Mail, den haben wir hier. Und ein Footprint dazu. Dann können wir uns jetzt hier was aussuchen. Die kommen ziemlich tief hier unten. Pinheader. Ich glaube, die Pinheader sind es. Und da brauchen wir 1x3 mit 2,54 mm und vertikal. Jo, den nehme ich. Okay, und den packe ich hier hin. Dann brauchen wir noch die Spannungsversorgung, das heißt die Netze dafür. Das machen wir mit Taste P. Und dann suchen wir uns hier einmal aus VCC. Den setzen wir hier oben hin. Und dann brauchen wir noch einen. Und das ist GND. Und den packen wir hier unten hin. So, dann fangen wir erstmal an, die Standardsachen zu verbinden. Ich mache mir gerade mal meine Dokumentation vom Chip auf. Downloads AVR. Na, wo bist du? Natürlich da. So, und dann haben wir den Atmega 16 PDF hier, und da ist Pinout. Und dann sehen wir hier, was das ist PB
Das ist hier, was ist da von Mosi, Miso und so weiter. Und die müssen wir dann hier an dem Chip eben entsprechend verbinden mit den entsprechenden Ports des, wie heißt es? Na, no, komm. Das mag er jetzt hier nicht mehr. Ah, da haben wir es doch. Also, wir haben hier, da haben wir Port B. Und dann müssen wir hier reinschauen. Port B. Und da haben wir den Mosi ist PB5. Also nehmen wir hier den PB5 an Mosi. PB5. Gehen wir mal kurz auf Wire. Das ist Mosi. PB5. Mosi Miso ist PB6. Den ziehen wir uns dann so. Das ist Miso. Dann haben wir noch den PB7. Ist das, wenn ich richtig liege, SCK? Das ist der. Den ziehen wir daran. Den RST. Reset, den kann ich direkt hiermit verbinden. So, dann haben wir hier VCC. Einmal den daran. Dann haben wir den einmal daran. AVCC, die verbinde ich hier. AREF setze ich auch auf VCC. So, die anderen hier brauchen wir nicht. Und damit haben wir den ersten Schritt schon mal angefangen. Jetzt muss man sich überlegen, was möchten wir machen. Ich möchte halt 8 Ports. Den Port A, den möchte ich mit Widerständen versehen. Mit 8 Widerständen und die dann über den Bus eben mit den entsprechenden LEDs verbunden werden. Machen wir erstmal die Widerstände rein. Das heißt, wieder Taste A drücken, hier einmal R. Dann suchen wir uns einfach hier den Widerstand aus und einen Footprint dazu. So, da muss man hier gucken, dass man diese wo sind sie denn? Das ist alles SMD. Opto-Devices, hier THT. 6,3, 2,54 vertikal. Okay, den nehmen wir jetzt mal. Und dann machen wir direkt Folgendes, bevor wir die gleich kopieren. Mache ich erstmal hier einen Doppelklick und mache den Wert hier raus. Den möchte ich nicht dargestellt haben. Diesen hier, den möchte ich da schön dicht dran haben. So, dann drehen wir den einmal. So zum Beispiel. Und dann setzen wir die jetzt hier mit der Taste M für Move hier hin. Steuerung CV. So, da sind die Widerstände drin. Ob das jetzt so sinnig ist mit der Beschriftung, die können wir auch noch drehen. Bewegen wir die doch einfach mal hier rein. Das ist der. Der kommt dahin. So, RM. Dann nochmal R und M. So sieht das besser aus. Dann können wir die hier vorne verbinden.
So, jetzt kann ich hier einen Bus zeichnen. Das muss ich aber nicht unbedingt. Ich kann also auch einfach diesem Netz hier einen Namen geben. Das macht man über die Taste L wie Label. Und dann nennen wir das hier, ich mache das jetzt mal ohne Bus. Das heißt, das ist positiv, das sind die Anoden. Da machen wir A0, nennen wir das Ganze für die Anode 0. Und den setze ich jetzt mal dahin. Und dann können wir den kopieren. Und machen den auch noch an die weiteren, dass wir 8 Stück davon haben. Dann nennen wir das jetzt um. So, 2, 3, 4, 5, die Anode 6 und das ist dann Anode 7. Anode ist positiv, so wird das bei der LED genannt. So, dann müssen wir die auch noch verbinden. Dann haben wir hier diese entsprechend verbunden. Dann können wir jetzt Leuchtdioden hier reinzeichnen. Das heißt Taste A. Dann gibt man hier einfach LED ein, wählt die erste der Leuchtdioden und dann wählt man sich jetzt hier eine Leuchtdiode aus. Und da gibt es hier so welche, die einfach nur ein Maß haben, 3 mm, die nehme ich. So sieht der Footprint dazu aus. Okay, und dann können wir die jetzt hier hin platzieren. Fangen wir hier mal an. So, dann machen wir direkt Tabula Rasa, bevor wir die so viel kopieren. LED, das brauche ich da überhaupt nicht dran. Und den hier, den möchte ich auch schön hier dran stehen haben. Ruhig so. Ist eigentlich egal. So, aber dicht da dran. Und dann können wir davon jetzt Kopien machen. Da mache ich immer 2 hier zwischen Platz. Mache jetzt erst einmal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück. Haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 8 Stück. Okay. Und dann können wir mit denen schon mal loslegen. Wir machen einmal eine Annotation. Und zwar, es wird annotiert nach der Regel, dass von links nach rechts annotiert wird und dann erst von oben nach unten. Das heißt, die werden jetzt hier D1 bis D8 und auch die anderen Bauteile haben jetzt alle hier die entsprechenden Bezeichnungen bekommen. J1, J2 und das hier müsste U1 sein. So, okay, passt soweit. Dann die Anode ist das hier. Das merke ich mir immer deshalb, weil ich weiß, ein PNP-Transistor, der hat so den Pfeil nach unten stehen, ein NPN-Transistor, und da kommt Minus dran. Das heißt, das hier ist Minus, wo der Pfeil hin zeigt, und das, wo der verkommt, ist positiv. Also das ist die Anode bei den Leuchtdioden. Und da zeichne ich mir jetzt einfach hier oben wieder solche Anschlüsse hin. Da können wir eigentlich die hier kopieren. Da kommt A0 hin. A1. A2. A3. So, dann haben wir hier A4, A5,
A6 und den letzten, den A7. So, wir brauchen gleich noch mehr von diesen Ports hier. Und zwar hier für PB0 bis PB7. Davon brauche ich 8 und dann brauche ich noch mindestens 2 oder 3 weitere von dem PC. Das heißt, da haben wir PB0 bis PB7, 8, 9, PB10 oder PB11 vielleicht. Also Quatsch, die nenne ich nachher N oder K für Kathode und dann K0 bis K10 oder K11, wenn wir brauchen. Aber soweit sind wir noch nicht. Jetzt verbinde ich die erstmal hier. Und stehen auch. Und dann selektiere ich mir erstmal die Dioden hier. Dann haben wir hier die so dranhängen und dann muss man sich überlegen, wie weit machen wir die nach unten. Das nächste Feld. Ich muss über den Dioden was drüber zeichnen. Ja, das passt so. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, wie weit sind wir hier. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, machen wir ruhig 8. Okay. So, die verbinde ich jetzt einfach auch hiermit. So, jetzt können wir schon mal diese Verbindung der Kathoden machen. Das können wir ruhig so dicht hier drüber machen, also nur Abstand von 3. Da zeichne ich erstmal die Verbindung zu der hinteren hier und dann ziehe ich danach die hier noch nachträglich rein. Das machen wir hier genauso. Auch hier drüber, dahin und ziehen die jetzt hier dran, die Kathoden. Das heißt, immer 8 Dioden, mindestens 8 Dioden haben eine Kathode, eine gemeinsame. Ich werde wahrscheinlich auch einige Dioden auslassen, dass wir da nur 4, 5 oder 6 in so einer Reihe haben. Das kommt darauf an, was Sinn ergibt. So, jetzt können wir hier einmal weitermachen. Ich kopiere mir erstmal hier dieses Label hier. Und das packen wir jetzt mal hier hin. Und dann benenne ich das um in K0. Dann können wir das hier verbinden. Können wir die anderen auch direkt machen. So, dann haben wir den ersten Bus verbunden. Und dann mache ich das hier mit dem zweiten Port, 8er Port auch. Da mache ich jetzt erstmal noch 3 dran. Ich denke, die werden reichen. Da müssen wir die auch noch entsprechend umbenennen. 1, 2, 3. Immer Doppelklick, einmal K4. Wenn man es richtig macht, funktioniert so: Doppelklick, einmal hinklicken, einmal rechts und 5 tippen, Doppelklick, einmal hinklicken, Nummer 6. Da haben wir die Nummer 7, Nummer 8, Nummer 9 und hier letztlich die Nummer 10. Wenn wir noch mehr brauchen, kann ich noch welche nachträglich einfügen.
So, hier können wir schon mal anfangen, die ersten hier oben hinzusetzen. Das heißt, K0, den setzen wir schön dahin und der wird jetzt damit verbunden. Und der K1, den setzen wir schön hier hin und der wird jetzt einfach damit verbunden. So, jetzt habe ich schon mal, hier muss ich auch noch die Verbindung reinmachen. Das machen wir jetzt schon mal für alle. Und dann machen wir die auch noch. So, wir brauchen auf der Herzseite im Layout, da werden ja die ganzen Dioden hingesetzt und da brauchen wir schon ziemlich viele. Das werden so 40 Stück auf dem Rand hier sein, aber damit soll es nicht alles sein. Es sollen noch welche in die Mitte rein. Also wir brauchen mindestens die 64 Leuchtdioden. Das heißt, die machen wir jetzt erstmal. Jetzt müssen wir wieder gucken, was hatte ich hier gemacht? 8 Stück. Also, aber man kann sich das eigentlich so abzählen. Ist das so ungefähr das? Ja, das muss sein. Machen wir das hier auch. Mal hier zwei zwischen. Zwei zwischen. Da haben wir auch. Ja, da haben wir einen mehr, ne? Gerade mal schauen. Aber ist nicht schlimm. Komm. Machen wir hier nochmal. Was haben wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. So, dann können wir das erstmal hier kurz annotieren lassen. Werkzeuge, Schaltplan annotieren. Und dann habe ich die jetzt hier, da sieht man das, ich habe 8 Stück getroffen, das sind genau 64 Leuchtdioden. So, jetzt müssen wir die auch noch alle verbinden. Da kann man jetzt wirklich bis hier unten durchfahren. Das ist eine nette Funktion. Wenn ihr hier was hört, das ist auf dem Flur. Das sind Leute, die nicht besonders gesund sind, die Schmerzen haben, die schreien schon mal auf dem Flur. So, dann haben wir das hier. So, die noch verbinden. Ich mache jetzt erstmal diese ganzen Kathodenverbindungen hier. Wenn man das nicht mit so einem Bus macht hier, sondern so wie ich mit diesen Bezeichnungen, dann spart man sich dieses Auslösen aus dem Bus, was ich sehr unkomfortabel finde. Es müsste irgendwie besser gehen, vor allen Dingen, dass das nicht immer so schräg da rausläuft und man muss dann darauf achten, dass man da das genau im richtigen Abstand macht. Da finde ich das hier doch wesentlich angenehmer. Ist vielleicht nicht ganz so übersichtlich in der Schaltung, aber ich denke schon. Oh, was habe ich denn da gemacht?
Der ist natürlich falsch hier. Oder noch mehrere von drin. Die anderen sehen aber gut aus. Da habe ich irgendeinen Bockmist gebaut. Ziehen wir den erstmal bis da. Dann werden die natürlich dahin verbunden. Man merkt das auch beim Routen, wenn man irgendwie zwei Netze verbindet. Das fällt schon auf. Da macht Sinn, sich das vorher auch nochmal anzuschauen, bevor man da bis zum Ende durchroutet und dann ist alles Schrott. So, dann machen wir das hier nochmal rein. So, jetzt werden die, gehen wir mal gerade hier durch, ob wir hier noch einen Falsch drin haben. Das machen wir gleich. Komm. So, jetzt haben wir hier die K0 und so weiter. Da oben haben wir K0 und K1 schon angeschlossen. Das heißt, nee, so mache ich es nicht. Ich mache es so, ich kopiere die von hier. K2 machen wir dahin. K3 dahin. Kathode 4. Kathode 5. Kathode 6. Und dann haben wir hier Kathode 7. So, die anderen, die mache ich später. Dann können wir hier schon wieder die Verbindung reinmachen. So, dann haben wir schaltplantechnisch hier schon viel geschafft und wir gehen jetzt in das Layout. Da ist jetzt noch gar nichts drin. Annotiert müsste eigentlich alles sein. Wir machen einfach den Test. Ich hole mir jetzt hier mit diesem Icon, hole ich mir die Bauteile rüber. Da sehen wir hier keine Fehler. Das wird hinzugefügt. Also Platine aktualisieren. Und dann können wir hier schließen sagen. Und das wird jetzt hier nicht ganz unaufwendig. Erstmal schiebt man sich das raus, wo man weiß, dass es garantiert irgendwo anders hinkommt. Das ist hier einmal der ISP-Stecker. Dann haben wir hier die ganzen Widerstände. Die kann man sich jetzt hier so selektieren. Und die schiebe ich jetzt mal hier oben hin. So, da haben wir aber natürlich noch mehr von. Gehen wir mal gerade hier hin. So, da haben wir aber immer noch, das sind 3, das sind 6. Also da fehlen noch welche. Das ist der Stromstecker, den ziehen wir auch hier runter. Den habe ich noch gar nicht verbunden. Das müssen wir auch noch machen. So, hier haben wir noch einen Widerstand. Und da sind nochmal 2 Widerstände. Das müssen sie eigentlich sein. Gucken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 8 Widerstände. So, jetzt kommt das Aufwendige. Und zwar, jetzt muss man erstmal hergehen, damit man die hier richtig lesen kann, muss man die so selektieren. Mal gucken, ob ich hier die jetzt habe. Jetzt habe ich leider nur die Texte. Das ist immer arg blöd. Man muss die so selektieren, dass man so das LED da unten so schneidet. Und dann kann man die jetzt nach oben ziehen. Und dann kann man sich das hier so ein bisschen besser sortieren. Warum der das hier so durcheinander dödelt, das weiß ich auch nicht. Gucken, haben wir die so... Ne, nicht. So schlecht habe ich das aber noch nie gehabt, wie es jetzt hier ist, muss ich ehrlich sagen. Schieben wir die mal
So. Wichtig ist, dass er da die Ds nicht mit dranhängen hat. Ich glaube, das haben wir hier schon falsch. Das ist immer echt eine totale blöde Sache. Das heißt, ich selektiere jetzt D 31, 26, 29, 62 und die müssen wir wieder hier unten hinpacken. So kommen die drauf. Also so bescheuert habe ich das ewig nicht mehr gesehen. Mal gucken, ob es so klappt. Ja, so klappt's. Okay. Man muss da wirklich ein bisschen aufpassen beim Selektieren. Das heißt, hier wirklich so ganz dicht dran. Und dann habe ich keine Leuchtdiodenbezeichnung damit dran. Ich glaube, so kann ich das besser machen. Schieben wir die mal hier hin. So, dann haben wir die hier. Warum mache ich das hier? Kann ich euch sagen, das mache ich, weil ich die gleich geordnet hier auf das Herz bringen muss. Ach, immer drücke ich M. Ich will aber doch hier erstmal selektieren. So. So blöd habe ich das die letzte Zeit nicht gehabt, wie er das jetzt hier durcheinander gewürfelt hat. Ich habe das natürlich schon mal vorbereitet hier, dass ich da so ein bisschen mit rumgebastelt habe mit diesem Herz. So, dann schieben wir die mal hier hin. So, auffällig ist, dass das hier nicht verbunden ist. Die LED 43. Kann man hier feststellen. Oh ja, schau an, habe ich vergessen. Also, sowas sieht man. Also der muss angeschlossen sein. Da haben wir noch einen, der fehlt. Also man sollte schon das wirklich vernünftig machen. So, da wird schon gleich auffallen, wenn wir noch welche unverbunden gelassen haben. So, und dann, wenn man die hier verbinden will, muss man jetzt wieder einmal hier diese Taste klicken und einmal aktualisieren lassen. Und dann ist jetzt 43 hier auch verbunden. Hier sieht man auch, das ist A1 und A2. Das ist Unfug. Was habe ich denn da gemacht? 43. LED 43. Die Anode da. Irgendwo muss hier noch eine Verbindung von A1 zu
dem K0, K1, K0, K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7. Also, gehen wir die mal alle durch. Gucken wir mal, ob die alle so falsch sind. Nee, die sind nicht alle so falsch. Da muss man die sich jetzt wirklich anschauen. 43, 45, da ist irgendwas falsch. Warum braucht er hier überhaupt einen? Ja, da haben wir es. Das muss aber an anderer Stelle auch noch sein. Das kann man gucken, indem man das hier bewegt. Dann sieht man das da auch mal. Ja, die Verbindung hat das und das verbunden. Okay, das müsste jetzt, wenn ich das hier wieder auffrischen lasse, dann sollte das verschwunden sein. Schauen wir uns mal an. Und dann hat 43 hier K2, K5 stehen und nicht mehr. Und K, der andere 40er, der dann wahrscheinlich genauso. Das war eine 45. Jo. Okay, dann können wir hier mal anfangen. Beziehungsweise, das ist immer noch hier Schrott. Man muss wirklich die Leuchtdioden, die Ds alle gut lesen können, um die hinterher vernünftig verteilen zu können. So, die einstelligen, die schiebe ich mir schon mal hier zur Seite. Aber mit denen fangen wir natürlich an. Okay, schauen wir mal. So, wir suchen einstellige. Da haben wir D5. D6 haben wir hier. Gucken, haben wir noch D4. D2. Wie gesagt, das muss 10 Stück geben. Beziehungsweise 9 und den 10 nehme ich natürlich auch mit, den ersten zweistelligen. So, da haben wir keine weiteren. Gucken wir mal hier weiter. Nicht. D18. Da haben wir D1. D7. Jetzt fehlt nur noch. Jetzt müssen wir schon 1 bis 9 haben. 1, 2. Ne, Quatsch. Das sind 6, 7 haben wir erst. Nicht zu früh freuen. So, die 10 haben wir. Da haben wir nämlich auch noch 2. Ich würde sagen, wir fangen erstmal hier schon mal an, die wegzuräumen. Also D1. Da beginne ich hier. Schön in der Mitte. Und dann haben wir hier D2. Der fehlt uns. Ah ne, hier haben wir D2. D3 haben wir noch nicht. Wo ist D3 abgeblieben? Nein. Wie gesagt, das wird... Ach, hier ist D3. So.
So, da muss man sich jetzt hier was überlegen, wie weit macht man die denn immer vom Abstand her. Ruhig ein bisschen weiter. So, damit es nicht allzu viele werden. Da ist so ein Abstand zwischen ungefähr dasselbe. Ja, das können wir nehmen. Dann haben wir jetzt hier D4. Da muss man das jetzt so a gusto machen, wie es einem gefällt. D5. Dann haben wir hier D6. D7. D8. So, ich glaube den 9, der fehlt noch. Der wird wahrscheinlich auch hier in diesem Grab hier liegen. Da ist D9. Okay. D9, den packen wir dahin. D10, den packen wir dahin. Jetzt suchen wir alle Zehner. Fangen wir mal hier an. Da ist 11. Den können wir direkt hier drauf schieben. So, die anderen packe ich mir wieder hier unten hin. (19), 18, 17, 14, 13. Also wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also bis 18 haben wir die. 19 und 20 müssen auch noch irgendwo versteckt sein, aber wir können erstmal hier schauen. Nummer 12 fehlt noch. Da ist Nummer 16. Nummer 20 können wir schon mal rausziehen. Da ist 12. Okay. Den packen wir dahin. So, dann müssen wir jetzt eigentlich hier alle haben, um hier weiterzukommen. 13, 14, 15. Zwischen D7 und 48 muss ich gleich mal schauen. So. 14. Ich mache mal erstmal hier diese Reihe fertig. Dass wir hier die Zehner hier verteilen. 16, 17, 18, die 19 und die 20. So, das heißt, die 21 kommt da unten auf den Punkt. So, jetzt schaue ich nochmal rüber in den Schaltplan. Ich sollte schauen bei D7 und 48. Ja, da ist eine Verbindung. Ah, da völlig recht. So, raus damit. So, das hätte wieder Stress gegeben. Also können wir mal gerade hier wieder, danke dafür, wieder das hier Platine aktualisieren machen und dann haben wir die Sachen jetzt hier auch drin. So, jetzt müssen wir weitermachen hier die 20er. So, da haben wir 21. Ich
ich packe die mir erstmal alle wieder hier hin. 21, 25. So, was haben wir hier noch? 27, 28, 23, 22, 24. So, dann haben wir hier 29 und 26. Ich denke, das müssten alle sein. Also machen wir hier 21. Den machen wir hier unten aufs untere Ende. Und dann machen wir von da jetzt weiter. Das heißt, ich kann mir die jetzt hier kopieren, hier rüberziehen und von da weiter arbeiten. So, Nummer 22, das ist der. So, da kann man jetzt Folgendes machen, um die jetzt zu übernehmen. Da kann man einfach hier so drauf fahren, dann drückt man einmal die Cursor nach rechts-Taste und dann kann man den nur noch rechts und links bewegen, nicht mehr hoch und runter, und dann kann man die sich so schön rüberholen. Das heißt, jetzt haben wir die 23, das ist der. Den fährt man dann hier drauf und dann auch einmal die Taste und dann kann man den hier rüberziehen und so kopiert man sich die Y-Koordinate. Das ist eigentlich ganz angenehm. So, dann haben wir die 24. Das wird eine Kopie hiervon. Die 25. Ich muss manchmal hier ein bisschen gucken, weil mein Mikrofon ein bisschen im Weg ist für die Tastatur. So, 26. Ne, Quatsch. 26 kommt natürlich hier drauf. Dann haben wir die 27. Das wird nicht der, sondern der. So, die 28. Müsste der sein. Und die 29. Das ist dann der hier. Einmal Cursor und dahin ziehen. So, jetzt haben wir schon mal einen Großteil hier fertig. Jetzt müssen wir uns die ganzen 30er rausholen. 30er. Und so, dass man das immer noch gut lesen kann. So, dann 38, 39, 34, 35, 31 und da fehlen jetzt halt noch 2 mindestens. Das heißt 32 und die 36. Dann habe ich 5 mal 2, das sind 10. Das heißt, die können wir uns jetzt einfach wieder hier rüber ziehen. Taste M, dahin und dann kann man hier weiter basteln. So, Nummer 30. Wo ist Nummer 30? Da ist Nummer 30. So, nicht zu klein machen, dass man sich das immer hier noch kopieren kann. Also, das müsste der sein. Ziehen wir dahin. Nummer 31 ist der hier. Ziehen wir dahin. 32. Sollte der sein. So, dann haben wir die 33. Das
müsste jetzt hier Nummer 9 sein. Jo. 34. Hier die Nummer 8. 35. Nummer 7. So, 36 haben wir hier. Nummer 6 ist das, glaube ich. Ja, sieht gut aus. Dann haben wir die 37. Das wird der hier. Machen wir da so hin. Dann haben wir noch die 38. Das müsste dann der werden. Und die 39. Das sollte eigentlich der werden. Aha. Ja, die müssen wir jetzt noch ein bisschen zurechtschieben. So, hier kommt dann noch einer rein, das ist Nummer 40. Dann holen wir uns erstmal die 40er hier raus. So, das haben wir hier 40. 41. Das wird jetzt auch langsam einfacher, die zu sehen auf die Schnelle, weil es nicht mehr so viele sind. Dann haben wir 42, 46, 43, 45 und 49. Da fehlen aber noch zwei. 44. 48. Okay, da haben wir wieder alle 10. Selektieren und die können wir ruhig da unten stehen lassen. Jetzt, hier brauchen wir jetzt die Nummer 40. Und der kommt eben dahin. Und den schieben wir jetzt so. Kann den hier auch noch ein bisschen verschieben. So zum Beispiel. Okay, jetzt gucken wir mal, ob der denn mit dem da unten übereinstimmt. Nicht so ganz. Das heißt, der muss doch einen rüber. Jo. So passt das. Also das Kreuz, das Herz haben wir jetzt schon mal. So. Da sind wir hier bei Nummer 40. Das heißt, wir haben jetzt 40 LEDs auf dem Herz verteilt und haben jetzt noch 24, die wir innen verteilen können. Vielleicht machen wir noch ein paar mehr. Also machen wir erstmal hier weiter. Ich mache erstmal hier diesen Mittelstrich hier rein. Das heißt 40, also geht hier 41. Das machen wir jetzt so. Dann haben wir die 42. Wo bist du? Da. Da muss man jetzt ein bisschen größer vielleicht machen. Machen wir mal einen Abstand so. Ja, vielleicht können wir gleich noch ein bisschen schieben, muss man gucken. So. 48 kann die. Da ist 43. 43. Dann haben wir die 44. Ich will halt nicht zu viele haben. Und zwar nicht mehr. Jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4. Nicht mehr als 8. So, dann haben wir die 45. Machen wir so. 46. Okay, einen rüber. 47. Mal gucken, wie viel haben wir denn jetzt? Das müssten 8 sein, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne, das passt wunderbar. Also wirklich. Dann müssen wir den hier noch ein bisschen rüber schieben.
Und dann haben wir hier noch die 48. Den machen wir dahin. Wie Sie sehen, da unten der ist, machen wir jetzt die rüber oder machen wir den rüber. Machen wir es ruhig mit dem hier. Und den machen wir dann auch noch ein bisschen. So, dann haben wir da so einen Strich in der Mitte. Der sollte auch eigentlich komplett durchgängig sein, ist er aber nicht. Deshalb. Ja, machen wir es so. Okay, so, weiter geht's. Wir sind hier bis Nummer 48 und dann geht es hier weiter, da haben wir 49 und dann machen wir da noch die 50er direkt dran. 51, 52, 57, 55, 53, 59, also hier ist ein 40er mit drin, also müssen das insgesamt nicht 10, sondern 11 werden. So, da haben wir Nummer 50, schieben wir dahin, 56, schieben wir dahin und jetzt muss noch ein 50er hier rumdümpeln, das ist der. Okay, wir machen aber hier mit dem 49er weiter und dann überlegt man sich, wo machen wir den hin? Ich will jetzt das nicht so aufwendig machen, wie ich das letztlich gemacht habe, weil das würde dann jetzt noch länger dauern, weil dann habe ich noch jede Menge LEDs hinzugefügt. Wir wollen ja hier auch zum Ende kommen. Also jetzt machen wir hier mal so ein, das wird sowas wie so ein Peace-Herz. Ja, das macht ja auch vielleicht Sinn. So, das heißt, hier haben wir die 49, die 50, die 51. Wo bist du? Da. Die 52. Das müsste der sein. Und die 53. So, da haben wir jetzt insgesamt 1, 2, 3, 4, 5. Schieben wir das mal ein bisschen. So zum Beispiel. Und dann machen wir hier drüben weiter. Hier mit der 54. Ne, das war nicht gut. Mit der 54. Der kommt dahin. 55. 56. Das bist du. 57. Das bist du. Die 58. Das bist du. Dann haben wir hier jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Okay, da können wir jetzt hier noch irgendwas reinmachen. 3 auf jeder Seite. Bleiben wir mal bei den 64 Leuchtdioden, wollen wir mal nicht zu verschwenderisch sein. 58, das heißt, wir haben hier die 59.
Das machen wir jetzt hier. Die 59, die 60 und die 61. Und auf der Seite wird es dann die 62. Da so hin, die 63. Da irgendwo hin und die 64. Die machen wir noch so. So. Okay, das soll jetzt das Herz sein. Wie ihr das auf dem Cover seht, habe ich das ein bisschen anders gemacht gehabt. Also mit so Strichen von oben mehr. Aber wir wollen es jetzt hier mal nicht übertreiben. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt heute dazu komme, das Ganze hier zu routen. Aber ich versuche es auf alle Fälle. Also was hier erstmal wieder unheimlich nervig ist, sind, dass die Widerstände immer dieses R da dran bekommen. Ich weiß nicht, wie man dem das abgewöhnen kann. Man kann die jetzt alle natürlich hier ausblenden, damit die eben nicht mehr angezeigt werden. Aber das muss man eben bei jedem Bauteil machen. Ich hätte das ganz gern, wenn man das halt direkt bei der Übernahme aus dem Schaltplan, dass man sagen kann, ich will da keinen Wert R sichtbar dran haben im Footprint. So. Vielleicht gibt es dafür eine Funktion, muss man mal nachsuchen. So, dann haben wir hier den auch weg. Ich meine, ich müsste jetzt alle erwischt haben. Jo, sieht gut aus. Dann fangen wir mit R1 an. Den bewegen wir erstmal, das ist hier. Die können wir ruhig hier dicht dran setzen. R2. Ja, ich mache die trotzdem verschoben, weil das vom Löten her hinterher garantiert angenehmer ist. Das sind 2,5er Bauteile. Ja, okay. So, dann haben wir R4. Ach, guck mal, da habe ich noch einen vergessen. Du auch, kein R dran. So, dann haben wir R4. Kommt dahin. R5. Kommt bitte dahin. R6. Dahin. R7. Ich glaube, die sind gar nicht verbunden. Super. Da muss ich noch irgendeinen Bockmist gemacht haben. R8 ist verbunden. Gucken wir mal, welche sind denn verbunden. Können wir hier sehen. A1, A3, A5, A7, A6, A4, A2. Oh ne, das war nur mein... Also A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Nö, die sind verbunden. Okay, dann fangen wir jetzt auch an, erstmal die Bauteile hier so weit hier zu verschieben, bevor wir überhaupt was routen, damit die Platine kein Riesenkoffer wird. Weil wenn man die produzieren lassen möchte, kostet das alle Geld. Also machen wir es so. So, dann nehmen wir erstmal hier den ISP-Stecker. Den drehe ich jetzt erstmal so, wie ich den meine, brauchen zu können. Ich glaube, so sieht es günstiger aus. So werden wir den setzen. So, den habe ich noch gar nicht verbunden. Den müssen wir im Schaltplan hier noch verbinden. Connector 1 ist Signal, wenn man so einen Fernsteuer-Akku hat. Da kommt nichts dran. Aber hier an den kommt Plus. Also verbinden wir den hier einfach hier mit Plus. Und den hier mit Minus. Das müssen wir dann da runterziehen. Da habe ich ja noch gar nichts verbunden. Was mache ich denn überhaupt hier?
So, dann müssen wir auch den Chip hier natürlich noch mit Spannung versorgen. Das heißt, VCC habe ich das alles gemacht, bei Ground habe ich es vergessen. So, das heißt, Ground kommt bitte da dran. So, das müsste es eigentlich gewesen sein. Gehen wir nochmal hier hin und frischen das Ganze auf. Fehler sind keine drin und dann haben wir auch den jetzt mit Spannung versorgt und auch der Chip hat jetzt Spannung. Okay, machen wir erstmal die Verbindung hier für den Programmierstecker. Da sieht man hier, was ist das? K6, K7. Das sind natürlich die Netze K6, K7. Aber das ist natürlich K5, K6, K7. Das sind die PB7, PB6, PB5. MOSI und so weiter. Okay, fangen wir mit dem hier einfach an. Lass mal ruhig rot laufen und machen wir hier so schön mittig rein. Du kommst da dran. So, dann haben wir hier K6. Gucken wir mal gerade. K5 wird auch verbunden. Den ziehen wir dann auch so runter. Ich habe das hier eingestellt. Das möchte ich euch kurz zeigen. Die Einstellungen bei Root. Haben wir hier interaktiven Router einstellen. Da kann man hier einstellen, soll er schieben oder Kollisionen hervorheben oder umgehen. Ich schiebe den auf Schieben, weil das ist manchmal echt genial. Jetzt hier brauche ich das eigentlich nicht. Aber in vielen anderen Situationen. Und jetzt, hier sieht man jetzt, was das Shove kann. Das kann nämlich sowas. Ach, ich muss aber da unten hin. Aha. Auch das geht. Gucken wir uns das mal an. Da kann ich doch einfach rumlaufen. Das machen wir jetzt auch. Machen wir einmal Steuerung Z und gehen nochmal hier. Dann gehen wir von ihm hier aus K5. Können wir den jetzt hier hochziehen. Du kommst da dran. Dann haben wir hier VCC. Den K7er hier. Der kommt an den dran. Den können wir auch hier mit runterziehen. So, dann haben wir hier wer soll das sein? Haben wir Ground nicht richtig verbunden? Nein, haben wir nicht. Haha. Ja, sowas fällt alles auf. So, dann geht man hierher und dann wieder hier auffrischen. Platine aktualisieren. Schließen. Und dann sieht man hier, das ist jetzt auf einmal Ground. Und den können wir jetzt erstmal hier ruhig hier so verbinden mit dem. Und den VCC, den können wir entweder auch darüber verbinden. Was haben wir da noch? Ja, das ist der Reset, wird das sein. Gucken wir mal, wo der hinkommt. Ja, den können wir wunderbar hier hochsetzen. So, dann haben wir die. Und jetzt kann man sich hier überlegen, wie man Plus und Minus hier verbindet. Das heißt,
so. Ich dachte, den könnte ich nehmen. Ja, gehen wir einmal zurück. Entweder anderer Layer oder aber mit schon schieben. Nee, nicht so gut. Also nehmen wir ruhig mal anderen Layer. Also einmal Taste Plus drücken und den machen wir jetzt blau da hoch. So. Jetzt können wir die hier noch durchverbinden. Das heißt, der kommt dahin. Hier habe ich mir natürlich jetzt das verbaut. Das macht aber nichts. Ich kann, dass er da so ein Häkchen dran macht. Ich gucke es mal, ob ich es ohne hinkriege. So. So. Und den machen wir jetzt auch blau. Und zwar genau bis dahin. Dann drücken wir einmal Taste V und Enter. Hat dann Via gesetzt. Und jetzt können wir hier, Via ist so eine Durchkontaktierung. Und dann können wir den dahin ziehen. So, VCC verbunden. Jetzt haben wir hier noch ein paar weitere Verbindungen im Chip mit VCC. Das ist aber Ground, da gibt es keine weitere, aber von VCC, auch die habe ich, glaube ich, schon fast alle, aber das müssen eigentlich mehr sein. Gucken wir mal nach. Jo, das heißt, den muss ich aber mit Blau bewegen und das machen wir dann daran. Gucken, haben wir noch einen? Ne, einen weiteren gibt es nicht. Also man sieht jetzt, wenn man hier draufklickt, sieht man alle Pads, die irgendwas mit VCC zu tun haben. Und da ist natürlich hier in dem Herz keiner, weil die werden ja alle hier von dem Chip versorgt. Aber hier sehen wir einen, das ist klar, das ist einer der Ports. Das sind ja die Port B, die habe ich ja hier auch in dem Herz verwendet. Und ich fange jetzt erstmal an, die Widerstände hier zu verbinden. So, jetzt muss man sich hier überlegen, ich habe hier schon sehr viel rot vertikal gemacht, dann behalten wir das so bei. Das heißt, alles was horizontal, nee, vertikal. Das heißt, horizontal möchte ich blau dann machen. Und oh, das klappt ja auch so ganz gut. Fahren wir da runter. Da rein. Verbinden wir den da. Und das können wir hier dann auch machen. So, und dann haben wir hier den nächsten. Ja, die könnte ich jetzt einfach rot machen. Machen wir das auch ruhig mal. Das heißt, die beiden, die werden rot. Also Kupfer oben. Und dann kann ich jetzt den anklicken und dann sieht man, wen brauchen wir denn noch? Ja, da haben wir drüben noch 2 Stück. Die machen wir wieder schön auf blau. Und zwar du. Ziehen wir so. Was machst du da für einen Mist? So, den ziehen wir so rüber. Bleiben ruhig so ein bisschen unten. Dahin. Und dann haben wir noch den hier. Kriegen wir da mal hin. Da unten haben wir noch 2, die wir damit verbinden müssen. Also jetzt kann man sich überlegen, geht man hier mitten durchs Herz durch oder zieht man das einfach hier so runter. Senkrecht, also rot. Versuchen wir es einfach mal. So, und die Verbindung, da nehmen wir wieder blau.
Ziehen wir einfach hier so durch. So. Das müssten eigentlich jetzt alle sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jo. So. Machen wir hier weiter. So, da sieht man jetzt, man kann das hier so machen, dass man den einfach so verbindet. Und dann schiebt er den Rest so zurecht. Aber in dem Fall ist es gar nicht so frappierend. Das heißt, ich mache es jetzt hier relativ dicht hier ran. Dahin. Und du daran. So, da merkt man jetzt, den kriegen wir blau nicht hin. Es sei denn, ich fahre den hier so ran, dass der mir da so ein Konstrukt bastelt, was zwar möglich ist, aber es will kein Mensch. Also machen wir den lieber rot. Oder aber ich mache das hier unten blau und wechsle dann mit dem Via auf rot. Ist vielleicht sogar besser. Also machen wir das ruhig mal. Ich fahre den hier bis dahin. Dann drücken wir einmal V, einmal Enter und fahren das Rot hier nach da. So, dann gucken wir, wo kommt der nächste hin. Der ist da unten, den kann ich ans Via anschließen. So, nächster. Dann nehmen wir wieder blau. Da fahren wir mal hier so durch. Bis da. V, Enter. Fahren da dran. Und den machen wir jetzt auch schön in blau. Okay, langsam ernährt sich das Eichhörnchen, also wir kommen aber weiter. Hier haben wir Nummer 3. Das kann man auch hier so ranzeichnen, aber nicht so. So, das heißt, da fahren wir bis da, ruhig bis da und hier so runter. Dann haben wir den hier. Den hier. Da oben haben wir noch 2, aber fahren wir ruhig hier unten weiter. Obwohl, vielleicht ziehen wir uns die gleich nochmal ein bisschen weiter. Den hier, da mache ich jetzt einfach hier ein Via rein. Das macht man, wenn man das da genau haben möchte und nicht gerade am Latterband zeichnen, ist mit Shift, Steuerung und V. Einmal Enter. Und dann kann man hier jetzt X drücken und kann jetzt die wählen, welchen Layer man nutzen möchte. So, dann haben wir den verbunden und der ist da drüben. Das ist wieder waagerecht, also machen wir wieder auf der blauen Ebene. So, und den können wir jetzt ruhig hier oben drüber leiten. Gucken. Ich glaube, da unten die haben wir jetzt noch. Da kann ich wieder mache ich es ruhig mit Vias. Ja komm, machen wir es mit Vias. Das heißt,
Ich könnte den eigentlich auch hier innen durchlenken. Ja, und das machen wir jetzt auch. Komm, dann brauchen wir keinen Via. So, das heißt, so, der ist verbunden. Und dann haben wir noch da unten einen. Von wo können wir den uns holen? Da mache ich jetzt von dem aus hier wieder was Blaues und das ziehen wir hier so durch. So, jetzt müsste ich eigentlich alle haben. Gucken wir uns das mal an. Das müsste Nummer 3 sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jo. Haben wir hier den nächsten. Ziehen wir den direkt da dran. Ja, fein, klappt doch. So. Den machen wir von dem aus hier. Jetzt haben wir den hier. Den können wir hier wunderbar durchziehen. So. Da oben haben wir einen. Gucken, ob wir den hier von dem, also den hier machen wir auf alle Fälle in Rot nach da und den hier ziehe ich mir in Rot darüber. So, mal gucken, ob ich alle habe. Was habe ich denn da gemacht? Das ist nicht so gut. Können wir mal gerade neu machen. Das heißt, da kann man jetzt einfach hier die Leiterbahn rauslöschen. Und dann kann man hier anfangen wieder zu routen. Und dann geht man hier so vor, dass das da doch besser aussieht. So, gucken wir uns den nochmal gerade an. Da unten ist noch einer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da unten ist die Nummer 8. Den können wir uns mit Rot von dem runterholen. Oder ein Via und dann runter. Ich glaube, mit dem Via ist in dem Fall besser. Also machen wir hier ein Via hin. Dahin. So, und dann können wir hier hinklicken und X drücken. Auf Rot wechseln. So, dann haben wir den auch verbunden. So, dann haben wir hier die Resistor Nummer 5. Dahin. So, da wechseln wir jetzt auf Rot. Dann können wir den hier nämlich schön da hochlegen und hier so durch und dahin. Und den können wir ruhig auch rot machen. Okay, so.
Was haben wir noch hier? Da haben wir einen hier drüben. Den machen wir von dem ab blau. Nee, das machen wir nicht. Obwohl, ja, machen wir doch. So, den ziehe ich jetzt hier so durch. Können wir den da anschließen. So, gucken wir mal gerade. Wer fehlt noch? Hier unten fehlt noch einer. Den möchte ich aber lieber auf der Vorderseite machen, also in Rot. So, jetzt da oben fehlen noch 2 Stück. Müssen wir jetzt gucken, wie wir uns die da hinholen. Ich muss gerade hier ein bisschen aufräumen. Mein Mauspad macht sich gerade selbstständig. So. Gucken wir hier nochmal. Das war jetzt ist Tor 5. Entweder mache ich das so, dass ich mir den von da hole. Halte ich aber für kontraproduktiv. So, das ist der und der. Und wie können wir uns den denn da hochholen? Von dem aus mit Rot. Okay. So, gucken wir mal gerade. Das würde ich wirklich jetzt wieder mit dem VIA machen. Das heißt, ich hole mir den hier hoch. Fahre den hier rüber. Mach da ein VIA. Obwohl, das ist scheiße. Sagt man nicht. So, Z. Das müssen wir irgendwie anders machen. Am besten holen wir den uns. Ne, der ist es ja gar nicht. Der ist es. So, gucken wir nochmal. Haben wir jetzt alle? Ich denke schon. Ne? Also wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jo. Okay, ich mache. Also ganz fertig werde ich das heute nicht hinbekommen. So, jetzt gucken wir einmal den hier. Und mit dem stimmt was nicht. Das ist der Widerstand Nummer 6. Der ist mit A5 verbunden. Zwei, drei. Haha. Doch, da sieht man es, was passiert ist. Da ist die Verbindung nicht richtig da. Das heißt, da müssen wir mal gerade hier Verbindung reinzaubern. Hier wieder rein. Und einmal auffrischen. So, jetzt hat der auch eine Verbindung hier. So, können wir erstmal den da unten, den können wir schön mit dem blauen hier verbinden. Ach, das Hüppelchen da, das stört mich jetzt nicht. Wir wollen jetzt mal nicht päpstlicher sein als der Papst. So. Da oben das machen wir mit einem schönen roten Draht.
gucken wir weiter. Haben wir hier drüben noch was ich jetzt einfach versorgen kann? Ne, so einfach nicht. Den da können wir wieder schön blau machen. So quer durch. Da müssen wir jetzt ein Wir machen. Das mache ich jetzt ruhig mal da. Einmal Taste V. Und dann kommt der da dran. So, dann schalten wir hier wieder um. Taste Plus. Dass wir hier einen blauen hier rüberziehen. Da dran. Und den können wir hier auch direkt anschließen. Da dran. Gucken wir, fehlt noch was? Ja, da oben, der fehlt. Einer. Und unten fehlt noch einer. So, den da unten. Mal gucken. Schauen uns das mal näher an. Da haben wir wieder ein buntes Sammelsurium aus Rot und Blau. Das heißt, da machen wir wieder ein Wir rein. V-Enter. Du bist verbunden. Und dann haben wir noch hier oben den da. Ich würde sagen, den hole ich mir mit einem Wir und fange hier mit Rot an. Da machen wir ein Wir. Gehen wir damit blau weit, rot weit. Ist doch Schwachsinn, dass du machst. So, machen wir hier nochmal weiter. Brauchen wir natürlich keine zwei Vias. Da kommt das Via hin. Enter. Wieso machst du das nicht? Und hier machen wir mit Blau weiter. So. Einmal schauen. Haben wir jetzt alle? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jo, sieht gut aus. So, dann machen wir den hier. A6. Da ist auch wahrscheinlich dasselbe Problem hier. Ja, da ist genau dasselbe Problem. Die müssen auch verbunden werden. So, A7 ist verbunden. Also einmal auffrischen. So, dann 6 haben wir. Also mit dem gehen wir weiter. Ruhig blau. Und jetzt sieht man auch wieder, jo, das sieht schon wieder vernünftig aus. Fahren wir den so ran, da runter. Den haben wir. So, dann den da. Den kriegen wir so einfach nicht erledigt. Mit dem Wir aber. Kann das ruhig so mitschieben da. Das ist gar nicht mal schlecht. Und dann wechsle ich hier jetzt auf Rot. Und dann, ich fahre nicht so gern auf einer anderen Leiterbahn von unten, weil das beim Nachbearbeiten Schwierigkeiten geben kann. So, da haben wir den verbunden. Jetzt haben wir den hier, der wird natürlich jetzt richtig übel. Sowas will ich vermeiden, ja. Wie können wir denn den dahin bringen? So. Irgendwie
irgendwie mit Blau. Das macht schon wieder eher Sinn. Das heißt, ob das jetzt hier die beste Methode ist, die er hier wählt, das könnte man besser hier so durchleiten, aber jedenfalls ist verbunden. Wird wohl zu produzieren sein, die Platine. So, den haben wir. Jetzt haben wir hier oben noch ein paar. Ist die Frage, versorge ich die von hier unten aus? Vor allen Dingen den da oben. Naja, das werden wir wohl anders machen. Das ist jetzt hier R7. Das machen wir rot. Haben wir den verbunden. Jetzt gucken wir einfach mal, wie wir da hinkommen. Da kommt man mit Blau sogar durch, theoretisch. Versuchen wir es oder mache ich es mit Vias von oben? Versuchen wir es mal, was wir hier reißen können. Okay, ist verbunden. Da machen wir jetzt wieder ein schönes senkrechtes Rot herein. So zum Beispiel. Genauso hier. Und da versuche ich mal mit dem Blauen mein Glück, indem wir hier was schieben. Jo, müsste verbunden sein. Jo. Gucken wir nochmal. Das sollte der hier sein. Haben wir noch welche unverbundenen? Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne, sind alle verbunden. Also machen wir mit dem hier weiter. Mit Blau ruhig. Ziehen wir hier nach unten. Das Pückelchen da, das soll mich jetzt nicht kümmern. So. Wo haben wir da jetzt noch was? Da haben wir, glaube ich, geendet. Und dann können wir den da nicht mit dem Blauen versorgen. So. Ach, der rote ist da im Weg. So, müssen wir einmal Steuerung Z drücken. Ich will hier neu anfangen. Oh, wen haben wir hier noch? Den. Okay, da komme ich nicht mit einer Farbe durch. Da setzen wir einfach ein Via. Das heißt, wir fangen hier mit Rot an, gehen bis da, machen dann Via,
Von da weiter andere Farbe. So, jetzt müsste ich eigentlich hinkommen. So, 2 Vias dafür. Ach, so viel Vias habe ich bisher nicht verbraten. So, den können wir schön mit Blau darüber holen. Aber der blinkt da auf, weil er da zu dicht dran ist. Aber so geht's. Okay, wen haben wir denn noch? Soll ja der. Da soll einer noch versorgt werden. Und da drüben. Gehe ich jetzt mal bis da. Setzen wir. Und dann gehen wir hier rüber. So. Dann wie packen wir den jetzt darüber? Oder packen wir den von dem dort rüber? Also mit Blau, das wird natürlich kein. Müssen wir mal gucken, ob wir das hier irgendwie mit Rot hinbekommen. Ja, das sieht gar nicht schlecht aus. So, gucken wir uns die mal an. Fehlen noch welche? Ich meine, wir haben alle. Das heißt 1, 2, 3. Nee, da. Da malt er noch einen rein. Ist das denn überhaupt der? Ja. Also da habe ich ja den vorhin so künstlerisch da angeschlossen. Und da muss noch irgendwo da eine Verbindung hin. Mal schauen. Jetzt müsste ich sie eigentlich alle haben. Also ich habe jetzt auf alle Fälle alle Widerstände mit den Leuchtdioden verbunden. Jetzt machen wir hier noch in Blau die Verbindung zu den Widerständen von den Ports. Okay, was sagt die Uhr? Ja, wir haben gleich 2 Stunden um. Also man merkt, so ein Routen, das braucht schon seine Zeit. Und was mich hier ein bisschen wundert, nee, es wundert mich nicht. So, jetzt kommen die Ports hier, die fangen hier an. Da sieht man jetzt, der muss jetzt da irgendwo verbunden werden. Das ist mit einer blauen Leitung gar nicht mal so schlecht. Können wir einfach da anschließen. Und dann kann man jetzt schauen, dass man die hier alle so anschließt. Das ist halt das Schöne, dass die so geordnet sind. Und da sieht man jetzt natürlich schon wieder, außenrum ist nicht. Also muss man hier innen durchgehen. Dahin. So, da haben wir aber noch eine Menge weitere. Aber das soll uns nicht interessieren. Den können wir auch hier außen rumlegen. Klappt doch wunderbar. So, den können wir daran legen. Ja, das geht nicht. Muss man jetzt überlegen, das machen wir mit Rot hier oben rüber. Einmal umschalten.
den hier. Den können wir wieder blau umschalten. So, das müssten eigentlich alle sein. Das heißt, klicken wir den mal an und dann sehen wir, alle sind verbunden. Muss mal gucken, gibt es noch weitere? Kann es eigentlich nicht. Okay, dann haben wir hier den nächsten Port. Das ist der. Und der muss jetzt da irgendwo hin. Mir riecht das nach einer roten Verbindung. Obwohl, ne, ja doch, natürlich muss das rot werden. Das heißt, wir können hier mit Blau hier so durchfahren. Da setzen wir ein schönes Wir und fahren dann mit Rot dahin. Und dann kann man sich hier überlegen, wie man den verbindet. Das wird natürlich auch eine rote Verbindung. So. Und dann muss man hier runterfahren. Das wird auch allgemein mit auf der Vorderseite gemacht, also mit rotem Layer. Dann haben wir noch den hier und der letzte müsste der dann sein. Haben wir die verbunden. Okay, geht doch schneller als gedacht. Ich wollte an sich um 8 Uhr fertig sein, das werde ich nicht schaffen. Ich denke mal, da mache ich gleich dann ein Päuschen und dann machen wir einen anderen Tag damit mal weiter. Im weiteren Livestream oder einfach so aufgenommen. Muss ich mir noch überlegen. So, gucken wir das hier. Wo kommt das hin? Das kommt da unten hin. Okay, da muss ich jetzt nicht hier so durchfahren, wo ich hier alles rot und blau durcheinander habe. Also fahren wir hier so schön außen rum. Muss ich blau fahren. Machen wir mal Steuerung Z. Da haben wir einen roten schon im Weg. Du warst das. Haben wir auch einen blauen da im Weg? Nö, haben wir nicht. Also fahren wir es mit blau hier runter. Okay, dann müssen wir hier wieder weiter schauen. Wer wird verbunden? Und mit was verbinden wir die? Da bleiben wir mal bei blau. So, da stört ein blauer. Gucken wir, da müssen wir rot nehmen können. Vielleicht hier sogar durch verbinden. Ja, sieht doch gut aus. Gucken wir mal. Da haben wir alle. Okay, dann der nächste. Den fahren wir diesmal mit Rot hier raus. Ich könnte den aber auch mit Blau da rausfahren, indem ich das hier alles rüberschiebe. Versuchen wir das mal, ob das geht. Weil soweit ich weiß, blockiert da unten so eine blaue Linie alles. Okay, versuchen wir es hier mit Blau zu beginnen. Moment, blaue Linie blockiert, dann ist doch Rot genau richtig. Was mache ich denn? So. Das heißt, wir fahren das hier so runter. Fahren hier. Wie gesagt, ich lege hier keinen Wert auf
besondere Hübschheit, sondern es muss einfach nur hinterher klappen. So, die können wir rot oder blau verbinden. Machen wir ruhig rot. Da ist ein roter im Weg. Da ist ein blauer im Weg. Also, was machen wir? Ich würde sagen, wir. So, wir. Und da dran. Machen wir hier weiter. Wieder mit Rot. Den auch mit Rot. Und den mit Rot. Und der klappt auch mit Rot. So, ist doch echt erstaunlich, wie weit wir schon sind. Obwohl, wir haben ja auch schon 19:50 Uhr. So, dann schauen wir einmal, wo sind wir hier? Port Pin 8. PB7. Das heißt, eigentlich müssen wir durch sein. Aber hier sind noch ein paar unverbundene. Was habe ich denn vergessen? Ach. Was ist denn mit dem hier? Ja. Den sollten wir doch auch mal angehen. Da würde ich mal sagen, den fahren wir hier oben rüber. Schließen den irgendwie hier unten an. Und dann gucken wir, wie wir die hier jetzt intern verbunden kriegen. Rot. Da machen wir blau. Da können wir auch ruhig auf blau bleiben jetzt. Da fahren wir hier oben blau lang. Und den müssen wir wohl rot machen. So. Aber da fehlt immer noch was. Und zwar das alles hier. Ja, ganz klar. Das ist Misomosi oder was auch immer. Das heißt, ich mache jetzt, überlegen wir uns mal, wie wir den hier rausziehen. Also mit einer roten Linie. Das sieht schon mal ganz gut aus. Obwohl, da sind die ganzen roten Linien da drin. Oh. Und da die vielen blauen. Also hier oben rum, da würde ich auch nicht durchkommen. Nicht gut. Gehen wir ruhig hier durch. Machen wir da ein Via hin. Machen hier weiter. Machen wieder ein Via. Machen dann von hier weiter. Jetzt muss man schauen, wie man den hier angekettet kriegt. Ganz einfach hier so mitten durch. Und da muss er dran. Nee, der muss er nicht dran. An den zweiten muss er dran. Also nochmal ein Via. Via. Und dann kommt dann hier blaue dran. Die fahren wir da drauf und machen ein Via. So. Wieso macht er das nicht? Ah, die sind so dicht zusammen. Okay. Dann müssen wir das hier ein wenig entschärfen. Machen wir den Via erstmal weg. Machen von hier weiter. Fahren hier hoch.
dahin, da ein Wir und nochmal ein Wir. So, jetzt haben wir noch, den haben wir jetzt verbunden. Das ist ja diese Linie hier und die geht dahin. Jetzt müssen die hier alle verbunden werden. Wir Quatsch. Z. Du bitte nochmal. Aber auf Rot zunächst. Da ein Wir und du dann daran. So, jetzt müssen wir gucken. Wieder auf Rot umschalten. Dann können wir die jetzt hier verbinden. So, der wird wieder nicht so einfach. Da machen wir wieder mit dem Wir. V. Und dann müssen wir die jetzt eigentlich alle angeschlossen haben. Gut, aber jetzt ist noch der letzte der Mohikaner. Das ist der hier. Und da muss man sich jetzt überlegen, wie hole ich den mir. Ich würde sagen, am besten holen wir uns den hier hin. Und hier ist aber auch noch einer. Wen haben wir denn da noch? Gucken wir mal. Der ganze Mittelstrang da. Jetzt machen wir alles auf Blau. Ich sagte Blau. Ach, das müssen wir mit dem Wir hier machen. So. Da bitte ein Wir. Und dann können wir von da aus mit Blau weiterlaufen. Und hier so durchäumeln. Welcher blaue stört denn da? Das muss mir mal jemand sagen. Da stört auch keiner. Das war nur... So, du kommst da dran. Dann gucken wir jetzt mal, den da können wir rot verbinden. Den da können wir blau verbinden. Den da müssen wir mit dem Wir verbinden. Fangen wir mit Rot an. Wir schließen den dann da an. Gucken, ist der auch noch? Ja, die beiden da oben auch noch. Den machen wir wieder schön rot. Und den wieder schön blau. So, das waren die aber noch nicht alle. Da unten fehlen noch welche. Und die sind jetzt auch gar nicht so easy. Obwohl, eigentlich schon. Müssen wir gucken, ob wir da ein Wir reingehämmert kriegen. Nee, das mag er nicht. So, jetzt können wir den hier auch wieder
nee, nicht mit G verschieben. Und jetzt sollte es auch möglich sein, da ein Via reinzukriegen. Der ist noch unverbunden. So, der geht bis da. Da möchte ich hier ein Via setzen. Und von da möchte ich rot weiter braten. Und dann haben wir den noch hier. Den können wir auch rot verbinden. Mehr nicht. So, jetzt kommt noch der letzte der Mohikaner. Das ist diese Geschichte hier. Obwohl, die ist doch verbunden. Ne, diese hier. Wie kriege ich den denn hier von dem versorgt? Da unten auf alle Fälle blau starten. Und gucken, wo man hier günstigst rein buxieren kann. Ja. So, die sind verbunden. Jetzt müssen wir noch gucken. Den da. Da will ich jetzt nicht hier unten rumgehen. Das machen wir mit dem Via. Da gehen wir hier auf Blau. Via auf Rot. Und nochmal Via. Nochmal Via. Dahin. Den kriegen wir mit Blau verbunden. Ja, kann man machen. Kann man hier auch ein Via setzen. Und den machen wir wieder blau. Via dahin. Rot dahin. Rot dahin. So, wir sind schon über die 8 Uhr hinaus, aber wie man sieht, ich habe eigentlich nichts mehr übrig. Also sollte das korrekt geroutet worden sein. Das kann man überprüfen. Da gibt es hier diesen Punkt. Das kann man auch über Inspektion, Designregeln überprüfen, auswählen. Wenn man darauf geht, dann kann man hier DRC starten machen. Und da werden jetzt Fehler auftauchen. Also ich habe 2 Elemente nicht verbunden. Und ich habe einmal keinen Umriss. Und ich habe eine Leiterbahn, die blöde endet. So, gehen wir erstmal zu den nicht verbundenen Elementen. Fahren wir uns das mal hier so hin. Und dann kann man jetzt hier gucken. Durch Lochpad. Da ist irgendwas noch nicht verbunden. Von A1, von D18 und D26. Das heißt, die müssen wir erstmal verbinden hier. Und die müssen ja auch hier dann noch eine Verbindung kriegen. Da hoch. So, fangen wir mit den beiden mal an. D18 in Rot. Wir
und verbunden. Und jetzt gucken wir den. Wie kriegen wir den da ran? Hier so innen durch eher nicht. Also hier so außen rum. Und der hat ja da schon ein schönes Via. Das müsste ich... Moment, da komme ich nicht durch. Gucken wir mal, da ist so ein roter im Weg. Also müssen wir erstmal hier ein Via setzen. Und hier mit Blau durchgehen. Und dann können wir den da anschließen. Das können wir aber ein bisschen tiefer hier unten machen. So, lassen wir das nochmal durchführen. Muss jetzt noch der eine Fehler drin sein. Und zwar nicht verbundene Elemente, habe ich keine mehr. Also es waren die beiden, aber die Verstöße, also das ist klar, ich habe keinen Rahmen drum. Den machen wir jetzt noch. Und hier haben wir eine Leiterbahn. Und das ist immer ziemlich schwierig, die Marker da zu finden, worauf die zeigen. Also das ist jedenfalls nicht der Marker. Da muss man jetzt wirklich ein bisschen... Wo könnte jetzt so ein gelber Pfeil auftauchen, dass er da irgendeinen Mist hat? Das ist normalerweise auch gar nichts Schlimmes, auch wenn da Fehler steht, weil es so eine Leiterbahn, die im Nirvana endet, aber normal kein Kurzschluss oder sowas. Gucken wir mal. Ich glaube, da tut sich was hier. Da haben wir irgendeinen Schrott. Okay, wo soll denn der Schrott sein? Gehen wir nochmal dahin. A4 auf FQ. Wo fängt denn A4 hier an? A6, A5, A4. Da. Da ist der Schrott. Gucken, was da los ist. Auf vorderem Kupfer. Löschen wir den erstmal raus. Und verbinden den neu. So. Irgendwas ist da. Ich weiß aber nicht, was. Okay, jetzt haben wir nur hier Leiterbahn hat. Der ist das. Der ist das. Okay, dann verbinden wir jetzt erstmal den hier mit dem Patch. So, und dann gucken wir uns jetzt die anderen an. Wen haben wir denn da noch? Der hier. Kommt dahin. Und der hin. Der kommt dahin. Jo. Immer noch.
der herkommt, das weiß aber niemand. So, dann müssen wir den wieder hier drauf fahren, dass er da so richtig steht. Ich hoffe mal, das ist so. Und dann verbinden wir den hier und den hier wieder damit. Und wir machen nochmal eine Überprüfung. Okay, jetzt haben wir nur noch, dass kein Umriss mehr da ist. Also ihr habt so ein paar Fallstricke gesehen. Umriss, da wechselt man hier auf Edge. Wo ist es denn? Da muss ich mal ein bisschen nachsuchen. Edge Cuts. Also da machen wir einfach jetzt hinzufügen, ein Rechteck. Fangen wir da an. Dann kann man sich das hier noch zurechtschieben. Und fertig ist die Laube. So, jetzt machen wir noch, weil es so schön war, ein auf der blauen Ebene. Das heißt, unten, da machen wir noch eine gefüllte Fläche auf Ground. Inseln sollen niemals entfernt werden. Und dann ziehen wir jetzt hier so ein Rechteck auf. Fahren wir bis da. Alles gar nicht so einfach. Nochmal. So, jetzt hat es geklappt. Dann machen wir hier einen Doppelklick drauf. Wählen hier nochmal Ground. Inseln niemals entfernen. Okay, und dann können wir uns das jetzt noch zu guter Letzt anschauen in der Ansicht als im 3D-Betrachter. Und da ist das, was wir gerade gesetzt haben. Und damit sind wir auch am Ende dieses Livestreams. Ich hoffe, es hat euch gefallen, gezeigt zu bekommen, wie man relativ einfach mit einer kostenfreien Software ein solch doch nicht ganz unkomplexes Objekt erstellen kann und routen kann. Und wenn euch Videos wie das hier gefallen, so lasst auch gerne ein Abonnement da, ein Klick auf die Glocke. Ihr werdet halt über neue Videos informiert. Damit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!